Das ist ein richtig langes Video geworden. Bear Cruiser G2 Ready to Hunt. Los geht's. Er ist mit Abstand einer der beliebtesten Bögen bei uns im Shop im Bereich der Komplettsets. Und zwar der Bear Cruiser G2 als Ready to Hunt Version. Was heißt Ready to Hunt? Es bedeutet, dass es ein Komplettset ist, ein Bogen, bei dem alles dabei ist, so dass man ihn aus der Packung nehmen kann und sofort losschießen, loslegen kann. Dann legen wir doch mal mit den technischen Daten los, die harten Fakten. Es ist ein 30 Zoll Axle zu Axle Compound-Bogen mit einer Standhöhe von 6,5 Zoll. Er wiegt 2 Kilo und zwar mit allem, was hier montiert ist. Also ein wirklich leichter Bogen. Das Zuggewicht beträgt 70 Pfund maximal bei einem Let-Off von 70%. Die Auszugslänge, so ist es auch bei uns angegeben, kann man einstellen von 12 bis 30 Zoll. Das ist halt ein sehr großer Bereich, deswegen ist dieser Bogen auch sehr vielseitig. Aber diese Auszugslänge und dieses Zuggewicht, da muss man ein kleines Sternchen dran machen. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Das ist nämlich ganz schön komplex, wie das alles miteinander zusammenhängt. Der Bogen ist geratet mit einem IBO Speed Rating von 315 Fuß pro Sekunde. Und ja, wie gesagt, das ist ein Ready to Hunt Kit. Es ist alles dabei, was man zum Start braucht. Gehen wir doch mal durch, was ist wirklich dabei. Wir haben einen kurzen Stabilisator, also einen Jagdstabilisator. Der ist gummiert, der hat also auch ein bisschen Dämpfungseigenschaft. Wir haben eine Handschlaufe, die ist in der Länge verstellbar. Wir haben eine Whisker Biscuit Pfeilauflage und ein Pinvisier mit 4 Pins, 2 grün, 2 rot. Und es gibt auch eine Zusatz-LED, die ist hier oben dran, womit man seine Pins noch aufhellen kann, wenn man in der Dämmerung unterwegs ist, damit man dann sein Visier immer gut sieht. Wir haben einen bereits montiertes D-Loop und wir haben ein Piep. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Das Piep hat einen Gummischlauch, um es automatisch auszurichten. Das erleichtert es also, man muss es nicht so perfekt einstellen, dass es funktioniert. Und dann haben wir auf der anderen Seite einen Bogenköcher, den man auch abmachen kann. Der hat also hier eine Sicherung und dann dreht man einfach dran. Kann ihn abmachen, da ist eine Schlaufe oben dran, damit kann man ihn in den Baum hängen oder woran man auch immer möchte, wenn man den nicht am Bogen haben möchte. Das sind erstmal die Grunddaten des Bogens. Dann komme ich mal auf Farben zu sprechen. Es gibt den Bogen in recht vielen Farben. Obwohl man sagen muss, da ist gerade so ein bisschen Unklarheit entstanden. Es hieß, Bear will ein paar von den Farben nicht mehr herstellen. Dann sind die auch aus dem Sortiment rausgenommen worden. Dann hieß es, sie werden doch wieder hergestellt. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ich es nicht 100% sagen, aber es gab den Bogen in Schwarz, Toxic, Undertow und Wildfire. Das waren 3 Camo-Farben, die Fleck-Camo mit einer bestimmten Farbe sind. Also Toxic war grün, Undertow war blau und Wildfire war orange. Aber immer in Kombination mit so einem Camo-Muster. Dann haben wir Muddy Girl, das ist ein pinkes Camo, sehr speziell. Real Tree Edge, das wird den meisten was sagen. One Nation Midnight, das war oder ist, weiß ich nicht, was für eine Zeitform ich da überhaupt verwenden soll. Das ist ein schwarz-weißes sehr militärisches Camo-Muster. Dann haben wir Wild Stoke, Wild Alpine, True Timber, Strata und Threadbare Camo. Also wirklich eine lange Liste. Bei uns im Shop sind die Farben auch alle beschriftet, dass man weiß, was ist. Aber wie gesagt, ich kann gerade nicht 100% sagen, welche Farben davon in Zukunft noch verfügbar sein werden. Aber der Bogen ist generell immer in einer großen Auswahl verfügbar. Thema Auszugslänge. Die Auszugslänge des Bogens kann man einstellen. Es sind drehbare Module, die mitgeliefert sind. Hier unten, das ist ein Kunststoffmodul, was auf die Cam geschraubt ist. Da kann man also diese Schraube hier lösen und kann das Ganze drehen. Man sieht das auch. So, den Bogen habe ich jetzt also auf 29 Zoll Auszugslänge eingestellt. Es gibt Module für Halbzollschritte, das heißt, ich habe hier so eines.
Da steht drauf 1,5 Zoll, da kann ich jetzt also einen 29,5 oder 30,5 einstellen und es sind generell immer 1 Zoll Schritte. Und dann gibt es noch ein weiteres Modul, da steht drauf Constant Draw. Das hat also keine Einstellung, was die Auszugslänge angeht, weil es keine Wall hinten hat. Da kann ich immer weiterziehen. Das ist relativ einfach alles zu tauschen. Da braucht man also nur einen einfachen Sechskantschlüssel und dann schraubt man das Modul hier raus und dreht es oder nimmt eben eins von den anderen und dann hat man seine Auszugslänge eingestellt. Thema Zuggewicht. Bear gibt an, dass man den Bogen von 5 bis 70 Pfund einstellen kann. Das ist erstmal ein phänomenaler Bereich und eigentlich kaum zu glauben. Wie bei jedem normalen Compound-Bogen kann man das Zuggewicht einstellen, indem man hier vorne einen Schlüssel ansetzt, sehe ich es nicht, und dreht an dieser Schraube. Und dann kann man die Vorspannung der Wurfarme eben erhöhen oder verringern und dadurch eben das Zuggewicht reduzieren oder erhöhen. So, ich kann jetzt nicht an dieser Schraube drehen und drehe so lange, dass ich auf 5 Pfund runterkomme. So einfach funktioniert es nicht. Dieser ganze Zusammenhang zwischen Auszugslänge und Zuggewicht ist ein bisschen komplexer. Es gibt eine sehr große Tabelle, die ist auch im Handbuch, was mit dem Bogen geliefert wird, drin und die blenden wir auch mal gerade kurz ein. Wer so möchte, kann jetzt mal kurz Pause drücken. Die ist aber so komplex, dass ich die jetzt nicht komplett durchgehe, aber ich möchte ein paar Eckpunkte erwähnen, was einstellbar ist und was nicht einstellbar ist. Wenn man also eine Auszugslänge von 30 Zoll hat, das ist die maximale Auszugslänge für diesen Bogen, dann hat der Bogen ein Zuggewicht von 70 Pfund, wenn er vom Werk kommt, mit ganz reingedrehten Wurfarmschrauben. Bear gibt an, dass man die Schrauben 12 Umdrehungen rausdrehen kann. Das ist sehr viel. Da zeigt sich schon, dass es einen weiten Einstellbereich gibt. Aber wenn ich den ganz rausdrehe, bei 30 Zoll Auszug, habe ich immer noch ein Zuggewicht von 30 bis 34 Pfund. Das gibt Bear zumindest so an. Das heißt, ich komme jetzt nicht auf 5 Pfund runter. Dafür brauche ich auch eine geringe Auszugslänge, denn je geringer meine Auszugslänge ist, desto weniger Zuggewicht habe ich auch tatsächlich bei diesem Bogen. Wenn ich einen Auszug von 28 Zoll habe, das ist ja nicht unüblich, dann habe ich in der Spitze ein paar Pfund weniger. 66 bis 70 geht Bear an. Es wird wahrscheinlich jetzt bei dem Bogen hier, der kam ab Werk mit 69 gemessen, dann wird es wahrscheinlich 1 oder 2 Pfund weniger sein. Wenn ich die ganz rausdrehe, die Schrauben, dann bin ich bei 27 bis 30. Wenn ich eine noch kürzere Auszugslänge habe, 24 Zoll, dann kann ich, wenn ich die Schrauben ganz rausdrehe, bis auf 21 bis 25 Pfund runterkommen. Da sind wir also immer noch weit weg von 5 Pfund, um das ganz klar zu sagen. Dafür muss ich wirklich auf diese Auszugslänge von 12 Zoll runter. Wenn dieser Bogen mit einer Auszugslänge von 12 Zoll geschossen wird, dann hat er aber auch gar kein Let-Off mehr. Das ist nur so, also er hat 6,5 Zoll Standhöhe, das ist bis hier ausgezogen. Da arbeiten die Cams noch gar nicht. Da kommt man dann runter, wenn man die ganz rausschraubt, auf diese 5 bis 9 Pfund. Und wenn sie ganz reingeschraubt sind, ist man dann bei 30 Pfund. Also deswegen, theoretisch stimmt die Angabe. 12 bis 30 Zoll Auszugslänge, 5 bis 70 Pfund Zuggewicht. Aber im konkreten Fall muss man sich angucken, was hat man denn für eine Auszugslänge, denn an der Auszugslänge kann man ja nichts ändern, die ist einem angeboren. Und dann muss man schauen, in welchem Bereich kann man tatsächlich das Zuggewicht einstellen. Und das findet ihr eben in dieser Tabelle von Bear. Und da ist es für Erwachsene eher so im Bereich 30 bis 70 und für Jugendliche eher im Bereich 25 bis 60 Pfund. Und das macht auch, glaube ich, klar, dass es kein Kinderbogen ist. Also nur weil da 5 Pfund dran steht, muss man, wenn man einigermaßen eine Auszugslänge hat, da schon auch ein bisschen Kraft mitbringen. Wer keine Angst hat vor längeren Videos auf Englisch, der kann bei YouTube mal Sean's Outdoor Adventures suchen. Wir werden wahrscheinlich einen Link auch drunter setzen. Der hat 2 Videos zum Bear Cruiser G2 Ready to Hunt Kit gemacht. 1,5 Stunden lang sind die beiden zusammen, einmal Basics und einmal Tuning. Der ist da auch nochmal im Detail eingegangen und hat für alle Auszugslängen auch Geschwindigkeiten gemessen und so weiter. Also sehr, sehr informativ, sehr lang und deswegen, das werde ich nicht alles wiederholen, aber da kann man mal schauen, wer sich wirklich noch eingehender damit befassen möchte. Gut, dann kommen wir mal
zu den Leistungen, die dieser Bogen so bringt. Ich habe den Bogen aus der Verpackung genommen, so wie er von Werk kommt, und habe ihn einfach mal auf meine Auszugslänge eingestellt, 29 Zoll, und habe geschossen und wollte mal wissen, wie gut performt er denn out of the box. Auch das hat Chance Outdoor Adventure gemacht, aber ich wollte es selber machen. Er hat nämlich einen makellosen Papiertest bekommen. Das kann ich leider nicht bestätigen, aber der Papiertest war ziemlich gut. Das heißt, ich habe den Bogen aus der Packung 70 Pfund, nur meine Auszugslänge eingestellt und habe durch Papier geschossen, und so sieht es aus. So, und das war das Ergebnis. Man kann also hier sehen, dafür, dass das ein Bogen von gut unter 400 € sind, ist das ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Also ich war auch begeistert. Wie gesagt, es ist kein perfektes Ergebnis, aber es ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Ich habe dann einfach 4 Umdrehungen die beiden Wurfarmschrauben rausgedreht, weil 70 Pfund ist nicht mein Lieblingszuggewicht. Ich habe mit aller Gewalt diese 2 Schuss gemacht und dann war aber auch vorbei. Das gebe ich gerne zu, das ist viel zu viel für mich. Habe also 4 Umdrehungen rausgemacht und dann war ich bei ungefähr 55 Pfund gemessen und habe das gleiche wiederholt. Das ist dann das Ergebnis in dem Fall gewesen. Da sieht man, das sieht ähnlich aus. Es ist etwas schlechter geworden, hatte ich das Gefühl. Aber was man hier sehen kann, ist vor allem auch, dass es Höhenausreißer sind. Und was ich dann gemacht habe, ist ein ganz einfaches Basic Tuning. Also ich habe wirklich nicht viel Zeit investiert. Es ist ja auch kein Target-Bogen, mit dem man die deutsche Meisterschaft gewinnen möchte. Ich habe also das Cam-Timing angeschaut, habe das ein bisschen korrigiert. Ich habe das Piep ein bisschen besser eingestellt. Das war etwas verdreht. Das hat zwar den Gummischlauch, um das Piep auszurichten, aber ich sag mal so, wenn der sehr viel arbeiten muss, ist es eigentlich besser, wenn das Piep von vornherein einigermaßen gerade sitzt. So, das habe ich gemacht und dann habe ich das D-Loop ein bisschen versetzt, weil die Höhe passt da nicht 100%. Wir haben an unserer Pfeilauflage keine Möglichkeit, die Höhe einzustellen. Das heißt, die Korrektur muss hier über das D-Loop passieren. Und das habe ich gemacht. Wie gesagt, keine Riesenangelegenheit und das war dann das Ergebnis dazu. Das waren die ersten und der unterste hier, das war dann der letzte Test. Das geht vielleicht noch ein kleines bisschen besser, aber ich muss sagen, das hat mir dann in dem Moment gereicht. Wirklich ein gutes Ergebnis dafür, dass es ein Bogen von dieser Preisklasse ist. Irgendwo kann man da natürlich dann auch keine Perfektion erwarten, aber auch schon wie er out of the box eingestellt war, wie er halt von Bear aus der Fertigung kommt, muss ich sagen, absolut beeindruckend. Ich habe dann auch mal eine Geschwindigkeitsmessung gemacht, einfach nur Interesse halber. Mit den 4 Umdrehungen raus, die ich eingestellt habe, war ich bei 55 Pfund. Ich habe einen Goldtip Hunter XT-Pfeil genommen, der 480 Grain gewogen hat und damit kam ich auf 240 Fuß pro Sekunde. Bei 29 Zoll Auszugslänge ist das ein ganz guter Wert, würde ich sagen. Klar, der Bogen ist geratet für 315, aber diese IBO-Rating, wer es nicht weiß, das ist ja ein standardisiertes System. 80 Pfund, 30 Zoll Auszugslänge und 400 Grain Pfeil. Das sind also mehr oder weniger der Extremfall. Mehr kann aus so einem Bogen auch nicht rauskommen. Das ist ja auch immer nur ein theoretischer Wert und davon muss man dann eben runterrechnen. Da gibt es Faustformeln für jede 10 Pfund oder 5 Pfund oder jedes Zoll Auszugslänge weniger, wie viel man da weniger erwarten kann. Aber da lagen diese 240 Fuß tatsächlich ganz gut darin, was man erwarten würde. Die IBO-Norm hat ja auch ein 5 Grain pro Pound Pfeil, also extrem leicht im Vergleich zum Zuggewicht. Meiner hatte jetzt 8,7 Grain pro Pfund, also eher das, was man tatsächlich schießen würde. Meine Tests haben mir gezeigt, es lohnt sich auf jeden Fall, noch ein bisschen mal an den Bogen ranzugehen und ein kleines bisschen Tuning vorzunehmen. Wer die Möglichkeit dazu hat, der sollte das auf jeden Fall tun. Man braucht natürlich, um ein Piep zu drehen oder um Cam-Timing einzustellen, eine Bogenpresse. Die sind teuer und groß und man braucht sie dann nur einmal. Deswegen lohnt sich das für viele nicht. Es gibt diese mobilen Bogenpressen. Ich habe hier eine von Kartell, eine ganz einfache,
mit denen kann man das auch machen. Man muss ja nur den Bogen etwas die Spannung rausnehmen, also das wird ja eingehängt in die Wurfarme und dann kann man mit diesem Flaschenzug das zusammendrehen. Man muss die Spannung ja nur ein bisschen rausnehmen, um hier diese Sachen vorzunehmen. Man muss den ja nicht komplett abspannen. Von daher, das vielleicht eine Überlegung wert. Diese mobilen Bogenpressen sind auch nicht teuer und das lohnt sich eigentlich auf jeden Fall. Und jetzt habe ich den Bogen die ganze Zeit hier neben mir stehen. Ich dachte, ich kann ja zumindest mal ausziehen, damit ihr auch mal seht, wie das ganze Ding in Action aussieht. Wir haben jetzt hier gerade keinen Platz für eine Scheibe, deswegen kann ich nicht schießen. So, und ich habe hier auch mein Draw-Check-Tool, also auch kein Release, damit es hier auch nichts passieren kann bei uns. Und so sieht dann das ganze Ding aus. Man sieht hier das Gummiband, was das Piep gerade gezogen hat. Ich habe mir das Piep ein ganzes Stück nach oben setzen müssen, also das ist für einen sehr kleinen Kopf gemacht gewesen. Und ja. Die 70% Let-Off sind relativ angenehm, muss ich sagen. Also es ist kein brutales Let-Off, was man von anderen Jagdbögen kennt, die mit 85 oder 90% sind, sondern das lässt sich auch ganz angenehm wieder absetzen. Von daher auch das ist einsteigerkompatibel, würde ich sagen. Ja, dann war es das eigentlich auch mit dem Bear Cruiser G2. Ich muss sagen, es ist ein echt schöner Bogen. Da ist wirklich viel dabei. Er ist wirklich vielseitig, dadurch, dass man eben diese 12 Umdrehungen rausdrehen kann und auch bei langem Auszug bis 30 Pfund Zuggewicht runterkommt, ist er wirklich auch einsteigerkompatibel. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist sofort runterdrehen. Gerade wer sich noch nicht auskennt und nicht weiß, wie viel 70 Pfund ist, auf jeden Fall nicht so schießen. 70 Pfund sind eine ernstzunehmende Hausnummer. Man kann einfach nur an beide Seiten hier die Umdrehungen zählen. Man geht also hin und macht eine Umdrehung hier oder eben 4 Umdrehungen in meinem Fall. Wenn man die mitzählt, dann verstellt sich nicht zu viel vom Tuning, was das angeht. Also wenn man gar keine Möglichkeit hat, wenn man keine Bogenpresse hat und wenn man kein Cam-Timing angucken kann und, dann einfach nur die Umdrehungen zählen und runterdrehen, bis man ein Zuggewicht erreicht hat, wo man das Gefühl hat, damit fühlt man sich wohl. Das ist auf jeden Fall besser, als da mit aller Gewalt versuchen, die 70 Pfund zu ziehen. Ansonsten ist es halt wirklich ein schönes Teil. Man hat ein schönes Visier mit Leuchtpin dabei. Wir haben den Bogenköcher, wir haben den kurzen Stabi. Also wirklich, man braucht nur Pfeile und ein Release und dann geht's los. Also, ich hoffe, dass euch auch dieses zugegebenermaßen relativ lange Video gefallen hat. Es ist auch ein Bogen, zu dem man sehr viel sagen kann. Ich könnte auch noch viel mehr sagen. Wie dreht man einen Piep gerade? Wie verstelle ich meinen D-Loop und so weiter? Irgendwo muss ich hier mal auch ein Ende finden. Wenn da noch Fragen offen sind, ich bin mir fast sicher, dass ihr noch eine Frage habt, dann bitte in die Kommentare. Wir werden da auf jeden Fall drauf eingehen. Ja, das dazu. Es ist ein schöner Bogen. Es ist viel fürs Geld. Es ist wirklich einstiegskompatibel, wenn man das Zuggewicht runterdreht. Und es ist ein Ready-to-Hunt-Set, so heißt es. Also alles dabei, um jagen zu gehen. In Deutschland nicht erlaubt, in anderen Ländern Europa schon. Ich denke mal, die allermeisten werden diesen Bogen mehr als Spaßbogen haben, um damit im Garten zu schießen oder in einem Parcours, um ein bisschen einzusteigen, um reinzuschnuppern ins Bogenschießen. Und dafür ist er durchaus tauglich. Ob damit jemand jagen geht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das wage ich fast zu bezweifeln. Mehr gibt es an dieser Stelle jetzt nicht mehr zu sagen. Und deswegen sage ich einfach nur vielen Dank und bis zum nächsten Mal.